Ihr habt lange darauf gewartet, heute wird es Zeit für das Autolackaffen Profi Polierset. Ihr kennt ja bereits das Einsteiger-Polierset, das wirklich für den Hobby- und semi-professionellen Bereich absolut geeignet ist. Wer es noch nicht kennt, dem empfehle ich, das Video noch mal zu gucken, denn dort habe ich viele der Produkte, die jetzt hier vor mir stehen, auch schon mal besprochen. Und wir sind jetzt noch einen Schritt weiter gegangen, haben auch zusammen im Autopflegeshop.de das Profi-Polierset vorbereitet, uns ausgedacht und hier für euch in Paketform, so wie es dann auch bei euch ankommt, außer mit der Maschine, dazu später mehr, uns bereitgestellt, damit wir einfach mal drüber sprechen können, was wir hier genau zusammengestellt haben und wofür wir es nutzen. Wir haben das Set, oder Felix vom Autopflegeshop hat das Set auch so angelegt, dass ihr die Artikel auch abwählen könnt, wenn ihr sie schon habt oder nicht braucht. Aber wir haben uns im Bereich oder unter dem Motto Polieren jetzt mal so eine Grundausstattung zugelegt, mit dem man wirklich eigentlich sofort loslegen kann und die ersten Autos ins perfekte Finish bringen kann. Ich habe mir das Set auch hier einmal ausgedruckt, weil es ist wirklich so umfangreich, dass ich mir zwischendurch mal auf meinen Spicker gucken muss. Wir fangen auch mal gleich an. Exzenter Poliermaschine haben wir uns für die Flex XFE 7-15 entschieden. Einfach für mich aktuell die beste Freiläufer-Exzenter, 15 mm Hub im Cut sowie im Finish. Wirklich gut. Man braucht, gerade wenn es um eine große Maschine geht, keine weitere Maschine, um wirklich ein optimales Ergebnis zu erzielen. Alles, was darüber hinausgeht, ist noch Feature sozusagen. Man kann mit dieser Maschine alles machen, was man mit dem Stützteller erreicht. Klar, für kleine Bereiche haben wir auch eine Maschine mit bei, aber ich sage mal von der Kapazität, sowohl der Cut als auch das Finish im One-Step-Bereich für alle möglichen Polituren, eine hammermäßige Maschine, finde ich super empfehlenswert. Hier wirklich mal was Optionales. Wir können das gute Stück bald ins Museum geben. Mittlerweile 9 Jahre alt, man sieht sie an, aber sie läuft wirklich noch wie am ersten Tag. Hat einmal einen kleinen Service bekommen. Flex PE 14-2 Rotationspoliermaschine. Ich sag mal wirklich optional. Man muss sie nicht haben. Man kann mittlerweile dank der Polituren, die hier auch bei sind, alles mit einer Exzenter erreichen. Aber für alle, die perfekt und voll ausgestattet sein wollen, auch ein absolutes Must-Have Rotationspoliermaschine von Flex. Und ja, kleine Bruder, kleine Schwester der anderen beiden Maschinen, Flex PXE, kann beides rotieren und exzentrieren. Video haben wir dazu schon gemacht. Wer sie nochmal kennenlernen möchte, falls sie jemand wirklich noch nicht kennt, kann sich das angucken. Die optimale Ergänzung, damit kommt man wirklich überall ran. Da gibt es noch ein paar Gimmicks, Stützteller und Zubehör, mit dem man diese Maschine ergänzen kann und eigentlich dann alles im Fahrzeugbereich polieren kann. Und für die letzten Stellen, wo man gar nicht mehr rankommt, reicht dann ausnahmsweise der Handbetrieb. Wer die Rotationsmaschine kauft und möchte, der sollte noch das eine oder andere Zubehör haben, um wirklich sie optimal einsetzen zu können. Da wäre zum einen der Rotary Extension Bar. Nichts anderes als eine Verlängerung für die Rotationsmaschine, mit der man einfach gerade an Bereichen unter Spiegeln zum Beispiel ein bisschen mehr Abstand vom Maschinenkörper und Stützteller bekommt, sodass man damit ein bisschen flexibler arbeiten kann und besser an bestimmte Stellen rankommt. Standardmäßig ist entweder keiner oder ein 150er Teller bei. Damit kommt man natürlich nicht so weit. Deswegen APS Eigenmarke, Stützteller 125 mm für die Flex. Genauso, um in kleinere Bereiche ranzukommen, 75 mm für die üblichen 80 bis 90 mm Pads, 50 mm für kleine Bereiche, 30 mm für ganz kleine Bereiche, da nur der Hinweis, 30 mm auf einer großen Rotor, da muss man mit Fingerspitzengefühl ran, weil die Kraftübertragung auf die kleine Fläche hat natürlich richtig Power. Das Rotorzubehör natürlich optional, wenn die Rotor überhaupt dabei ist, oder aber für alle, die die PXE mit dazu nehmen, können Sie sich das auch sparen, außer die Extension Bar, also die Verlängerung würde ich vielleicht mitnehmen. Aber auch da, jeder Artikel sozusagen in diesem Set ist einzeln dazu und abwählbar, von daher super individuell. Diese Teile braucht man halt wirklich, aber auch wenn man zum Beispiel, wenn man Felgen poliert oder kleinere Bereiche mit der großen Rotor bearbeiten will. Nochmal, wer die PXE hat den Bereich 30, 50 mm und 80 mm sowieso abgedeckt. Einzig rotativ 80 mm funktioniert mit der PXE nicht. Da könntest du dir überlegen, dir nochmal den 80er Stützteller für die große Rotor zu kaufen. Wenn du die kleine PXE mit dazu nimmst, würde ich dir auch einiges an Zubehör empfehlen. Standardmäßig dabei ist natürlich Akku. Stützteller 80 mm oder 75 mm, entsprechend verschiedene Exzenteraufsätze. Wie gesagt, die Maschine haben wir schon intensiv vorgestellt. Das müssen wir jetzt hier nicht nochmal in die Länge ziehen. Das ist alles schon dabei. Darüber hinaus gibt es aber noch 2, 3 andere kleine Features, die wirklich sinnvoll sind. Das ist zum einen auch hierfür eine Verlängerung wie bei der großen Rotor, eine etwas kürzere, aber auch eine Verlängerung, die sowohl mit dem rotativen als auch mit dem exzentrischen Aufsatz funktioniert. Und
Bei dieser Verlängerung vorne mit der Spange vorne drin kannst du Polierkegel einspannen und damit dann Türgriffe polieren oder schmale Bereiche, wo du mit normalen Pads nicht rankommst. Das ist dann auch wirklich ein gutes Feature und auch optional zur PXE, würde ich jedem empfehlen. Last but not least eine Ergänzung, die Flex am Anfang sich gegen gewehrt hat. Mittlerweile gibt es, glaube ich, die ersten Teller von Flex, aber ich finde den hier gut. Schön massiv gearbeitet, 50 mm Stützteller, denn bei der Flex PXE ist standardmäßig nur der 30 mm und der 75 mm Stützteller mit bei. So hast du hier nochmal eine Ergänzung, die auch sowohl rotativ als auch exzentrisch funktioniert. Gerade für mittlere Größen, da macht sich das wunderbar. Wir kommen zu den Polierpads. Sie sind natürlich ultra wichtig, nur mit den Maschinen lässt sich kein Ergebnis erzielen. Fangen wir mal bei groß und fein an. Das weiße Rupes Pad, wirklich ein super Pad für ultra empfindliche Lacke, Ulni-Schwarz, Glanzleisten, also hier Klavierlackleisten, Hochglanzleisten. Das weiße Rupes Pad wirklich hervorragend geeignet. Eine Nummer feiner, auch fürs Finish geeignet, für alle normalen Lacke und auch für Medium Cut, das gelbe Sonax-Pads. Immer noch eins meiner Lieblingspads auf dem Markt. Funktioniert auf jeder Maschine, auch auf der Rota, obwohl es explizit ein Exzenter-Pad ist. Funktioniert auch auf der zwangsangetriebenen, weil es eben oben keine zu spitze Faser hat. Dadurch auf jeder Maschine gut geeignet, mag ich sehr gerne. Die beiden Sonax-Pads, nämlich das Nummer 2, auch das rote. Gleiche Serie, auch die Exzenter-Serie. Nur diesmal ein hart, ist wirklich am Anfang sehr hart, also muss man einen Kreuzstrich ein bisschen vorsichtig mit weniger Politur fahren, aber wenn sie es kurz eingefahren hat, super gutes Pad. Wenn es wirklich mal haarig wird im wahrsten Sinne des Wortes, haben wir das Sonax Wool Pad. Ist für mich aktuell definitiv das beste Wollpad auf dem Markt, hat extrem viel Biss, also wirklich extrem Cutting-Vermögen, funktioniert super gut, hält sehr lange, hochwertiges Material, lässt sich gut fahren, läuft für so ein Wollpad ruhig, entwickelt nicht zu viel Hitze. Ne? Das ist eine Mikrofaser, die auf der Oberfläche reibt, die neigt natürlich zur Hitzeentwicklung. Passiert hier nicht, finde ich wirklich geniales Pad. Eine Nummer kleiner, geeignet für den 75 mm Teller, fangen wir auch von fein an. Genau das gleiche in grün sozusagen, das weiße Rupes 75 mm Ultrafeinpad, brauche ich nicht viel zu sagen, habe ich schon genug dazu gesagt. Ach so, bei den Pads natürlich habe ich vergessen, bei dem gelben und bei dem roten Sonax-Pads sind jeweils 2 dabei, weil für ein ganzes Auto macht es immer Sinn, die Pads zwischendurch durchzutauschen und ausruhen zu lassen. Das lohnt sich definitiv. Genauso wie bei der nächsten Geschichte, bei der nächsten Pad-Abstufung, Medium Cut Pad von Mencierna. Mein zweitlieblingspad, ich hätte gern das Sonax, kommt bald auch auf den Markt. Also es kann durchaus sein, wenn du das Video siehst, dass es dann schon da ist. Keine Sorge, wir passen die Sets auch fortlaufend an. Das heißt, wenn wir irgendeinen Artikel hier ersetzen wollen, weil wir sagen, hey, dafür gibt es jetzt ein besseres Produkt, dann werden wir das auch mit dem Autopflegeshop zusammen ersetzen. Also wenn du auf den Link unten klickst, dir das Set anguckst, wirst du in der Art der Position, wie jetzt hier zum Beispiel Finishing und Medium Polierpad in der Größe 75 mm, immer unseren absoluten zeitigen oder derzeitigen Favoriten finden. Im Moment Mencierna Gelb und Mencierna Rot für den Cut-Bereich. Auch wieder 2 Pads, die kann man durchaus gebrauchen für ein ganzes Auto. Und auch da, wenn wir ans Grobe gehen, brauchen wir ein Mikrofaserpad. Aktuell das Rupes Quartz Mikrofaserpad. Auch da hätte ich lieber das Sonax in der Größe, gibt es im Moment noch nicht. Vielleicht kommt das ja bald, dann wird das hier an dieser Stelle im Set enthalten sein. Jetzt noch kurz zu den ganz kleinen Polierpads, da bleibt auch alles relativ gleich. Wie gesagt, im Set steht die Menge dabei, deswegen will ich nur die kleine Änderung besprechen. Aktuell gibt es da auch meine Lieblingspads nicht in der Größe, deswegen greife ich hier auf Rupes zurück. Das gelbe Polierpad für Medium Cut und normale Finish-Arbeiten, das weiße für High Gloss Finish habe ich hier in der Hand, in allen Größen, die man so braucht. Und das grüne für den Cutting-Bereich und auch hier von Rupes nochmal ein Woolpad. Wir haben auch, wie gesagt, die Größen berücksichtigt für die PXE in den verschiedenen Stütztellern, lassen sich aber auch alle einzeln im Set dazu und abwählen. Guck einfach mal rein, da siehst du ganz genau, welche Größen in welcher Anzahl dabei sind. Und weil es sich mit einem trockenen Polierpad auf dem Lack auch nicht so richtig zum Ergebnis bringen lässt, brauchen wir natürlich noch Polituren. Auch hier fasse ich mich jetzt ein bisschen kürzer. Die Polituren haben wir schon relativ intensiv in dem Anfängervideo besprochen. Wir fangen diesmal beim Cut an. Sonax X Cut 0505, für mich absoluter Allrounder. Damit kommt man mit genügend Geduld immer zum Ziel. Aber es ist wirklich eine gute Politur, die für jedermann geeignet ist, die einen wirklich guten Cut und schon ein vernünftiges Finish hat. Sowohl mit einem Schaumstoffpad in Rot als auch mit einem Mikrofaserpad. Wie gesagt, auch da Pad-Politur-Kombination habe ich in dem anderen Video schon besprochen. Guck da einfach mal rein, wenn du dazu noch Fragen hast.
Fürs Finish hat sich auch nichts geändert. Für Standard, ich sag mal normale Lacke, Sonax X0406, wunderbar geeignet. Wenn es dann mal weich und empfindlich wird, Surface ist ultra fein Polish, wirklich gute Allrounder. Und für alle Sachen, die schnell gehen sollen, wo gleich versiegelt werden soll, Verkaufsaufbereitung oder Basispakete, wie sie in der Aufbereiterszene gerne genannt werden, Koch Chemie P301, auch da absolut mein All-Time-Favorite. Wenn du jetzt poliert hast und das Ergebnis kontrollieren willst, brauchst du natürlich auch einen Entfetter. Mag ich immer noch den Sonax Prepare sehr gerne, lüftet ziemlich schnell ab, bleibt nicht zu lange auf der Oberfläche, ist aber nicht wie Isopropanol, macht die Oberfläche nicht allzu weich, dadurch wird sie nicht so kratzempfindlich. Sollte aber jeder mal probiert haben, ist natürlich neben dem einen oder anderen Entfetter absolut in jedem Schrank, sollte man den finden. Und last but not least brauchst du natürlich auch Mikrofasertücher, um das Ganze alles abzuwischen. Ich habe mich dazu entschieden, langflorige Tücher mit reinzupacken, einfach weil sie als Allrounder für jeden Lack geeignet sind. Man kann natürlich auch noch ergänzen mit Mittel- oder Kurzflor. Das ist dann wirklich für nach persönlichem Geschmack, wenn man so ein bisschen in dem Bereich schon unterwegs ist und ein paar Erfahrungen gesammelt hat. Mit denen hier kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Die sind auch beim Entfetten unempfindlich. Damit können auch unischwarze Lacke entfettet werden, wenn sie neu sind. Deswegen langflorige Tücher, erstmal meine Empfehlung für dieses Profiset. Zum Abschluss noch mal eine kurze Zusammenfassung. Mit dem Set haben wir versucht, einen kompletten Guide, eine komplette Ausstattung an die Hand zu geben, mit der man von 0 auf 100 starten kann. Aber auch, wenn man bestimmte einzelne Produkte schon hat, nicht alle dazu wählen muss. Deswegen sind die, wie gesagt, alle individuell austauschbar. Und ich werde sie immer weiter ergänzen. Wenn sich bei mir ein Lieblingsprodukt ergänzt oder ändert, werde ich auch dieses Set immer noch anpassen. Deswegen guck gerne regelmäßig mal hier rein auf den Link. Und wenn du es brauchst, bestell dir das Set genau in der Kombination, wie du es brauchst. Bei Fragen und Ergänzungen gerne in die Kommentare. Ich danke dir fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hau rein.